Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich mache heute ein Online-Interview, weil zwei Gäste sind irgendwie 11.000 Kilometer von Deutschland entfernt und der andere Gast ist ganz in der Nähe. Das ist der Peter, der die ganze Zeit für Bewusst TV von Anfang an eigentlich die Aufnahmen gemacht hat. Das heißt, hinter der Kamera am Videomischpult gesessen hat Peter Brandt. Sehr dankbar dafür, aber der will jetzt auch auswandern und nach Paraguay. Und die anderen Silvia und Erwin Arnau sitzen schon in Paraguay und ähm, ich fange mal an mit Peter. Du hast dich jetzt entschieden, Deutschland zu verlassen. Das ist ja eine schwerwiegende Entscheidung. Wie kommt das? Ja, das hat natürlich ganz viele Hintergründe, die auch über viele Jahre entstanden sind. Ich beobachte einfach schon seit vielen Jahren, natürlich auch hinter der Kamera, wie im Moment gerade die Situation ist. Ich fühle mich nicht mehr wohl in Deutschland und auch nicht mehr in Europa. Wir sehen alle, was passiert. Es wird im Prinzip gerade hier die Abrissbirne geschwungen und in allen Lebensbereichen wird es dem Menschen immer schwerer gemacht. Das tut mir sehr leid. Ich liebe Deutschland. Es ist einfach ein wunderschönes Land, aber ich sehe für mich hier leider keine Zukunft mehr. Und so habe ich schon seit vielen, vielen Jahren auch das Projekt El Paraíso Verde per E-Mail-Verteiler beobachtet und auch immer wieder geschaut, ach interessant, was machen die denn da? Und dann kam es halt, dass ich in der Corona-Zeit meine Liebste kennengelernt habe, die dann zufälligerweise genau dahin ausgewandert ist, mich eingeladen hat. Ich habe mir das einen Monat angesehen und war sehr begeistert von den Umständen, von diesem gigantischen Projekt, das da entsteht oder immer noch im Entstehen und Werden ist. Und dieses Projekt ist einfach phänomenal. Es ist eine gated Community, das heißt also auch ein beschütztes Areal, 16 Quadratkilometer mit meist, weitgehend deutschsprachigen Menschen, also Deutsche, Schweizer, Österreicher. Wir haben ein paar Kanadier da, ein paar Holländer. Und das sind eben auch alles Menschen, die genau derselben Ansicht sind und sich da ein neues Leben aufbauen, neue Freunde finden. Und die Infrastruktur, würde ich dann sagen, überlasse ich gerne nochmal Silvia Ja, und Erwin. Und das ist halt so der Hintergrund. Und jetzt bin ich am Packen und das wird jetzt ganz konkret. kommen wir später nochmal auf dich zurück. Ich würde jetzt auch mal Silvia und Erwin mit in die Aufnahme reinholen, dass ihr mal so ein bisschen auch erzählt, war ja für euch auch eine Entscheidung, Deutschland zu verlassen. Waren das ähnliche Gründe? Und wie lange ist das her und wie hat das bei euch angefangen? Naja, wir kommen aus Österreich. Wir kommen aus Wien. Okay, sorry, ja. Aber okay, das ist der deutschsprachige Raum, den habe ich gemeint. Okay. Und wir sind ja schon, wir haben die Entscheidung 2016 getroffen und sind 2017 nach Paraguay ausgewandert und haben 2017 eigentlich das Projekt gestartet und haben schon damals absehen können, was sich in der Welt tut. Wie schlimm es dann letztendlich wirklich geworden ist durch das Corona, das konnte man damals nicht wissen. Aber dass da was im Werden ist, was nicht gut ist für die Menschen, für die Menschheit und im Speziellen für den europäischen Raum, das war uns schon bewusst. Und damals hatten wir gesagt, wir machen in Paraguay eine Möglichkeit für Menschen, die so denken wie wir, alternativ denken, gemeinsam in die neue Zeit zu gehen. Auf der Basis der Herzensebene miteinander verbunden, ganz einfach wohl wissend, dass es nur gemeinsam geht. Weil wenn man allein irgendwo sitzt, ist es besonders schwierig. Das war unser Ursprungsgedanke. Ja, ich muss sagen, ich war ein bisschen beruflich vorbelastet, weil 35 Jahre lang in der Finanzbranche und die letzten 12 Jahre, bevor ich dieses Projekt begonnen habe, habe ich als Absicherungsexperte den Leuten geholfen. Ich habe viel Joe Konrad gehört, übrigens, ja, du bist Mhm. sehr gehört. Ich habe als Absicherungsexperte genau die Löcher dort hineingestoßen, die die Finanzberater hatten, nämlich diese Antworten, was macht ihr wenn, was macht ihr wenn, was macht ihr wenn? Und die letzten, ich glaube, 8 Jahre, bevor wir das Projekt begonnen haben, habe ich dann nur mehr physisches Gold verkauft für zwei Unternehmen, wo ich sehr dankbar bin, ausgezeichnete Unternehmen, alle mit AAA-Sicherheit. Und für die habe ich beraten. Und irgendwann konnte ich mir, nachdem ich mich immer wieder hinterfrage, ist das, was ich tue, richtig?
Gold kaufen ist nach wie vor richtig, war absolut die richtige Entscheidung, dass ich nur mehr physisches Gold verkauft habe und keine Finanzprodukte. Aber die Frage, was passiert, wenn der Staat selbst kriminell wird und dir dein Gold wegnimmt? Was passiert, wenn du nichts zu essen hast? Was passiert, wenn die Luft mehr und mehr vergiftet wird? Siehe Chemtrails. Was passiert, wenn die Nahrungsmittel vergiftet werden? Was passiert, wenn der Staat selbst zum Verbrecher wird? Die konnte ich dann nicht mehr beantworten. Und die einzige Antwort ist, wir müssen uns weit genug zurückziehen von den Geschäftsstraßen, von den geschäftigen Straßen und Wegen der Menschheit, weit weg. Das heißt 40 Kilometer mindestens von der nächsten großen Stadt. Weil so weit gehen die Leute nicht, wenn sie dir dein Obst stehlen in einer Krise. Weit weg von einem möglichen Krieg, weit weg von den Ereignissen in Europa. Und die Gründe des Auswanderns, damals habe ich dann in einem Interview auch gesagt, damals war es die Migration. Ich habe dieses Interview jetzt wieder online gestellt und die kalten Schauer rennen einem über den Rücken. Alles, was ich damals gesagt habe, ist leider eingetroffen. Ich habe damals vor 7 Jahren gesagt, die Welt hat, Deutschland hat noch 3 Jahre Zeit, das Ruder rumzureißen. Ich habe auch eine Lösung geboten, wie man die Flüchtlingsproblematik, diese ganze Geschichte mit den illegalen Einwanderern in einem Jahr lösen kann. Nichts von dem wurde gemacht. Das heißt, ich habe das gesehen. Und wir wissen alle, die Sequenz, wie das Ganze abläuft. Du hast zuerst die Pandemie, dann hast du den Finanzbreakdown, dann hast du den Wirtschaftsbreakdown, dann hast du den Krieg und dann hast du den Great Reset. Siehe 1916 war die Pandemie, die spanische Grippe, dann war 1923 der Finanzbreakdown mit der Hyperinflation, 1929 die Wirtschaftskrise, 1939 bis 1945 der Zweite Weltkrieg, 1948 der Great Reset. Und genau dieses Programm läuft ja jetzt wieder ab, nur etwas Zeit beschleunigt. Und wir sind am Beginn einer Entwicklung. Gerade heute ist ja der Wahltag in den USA, auch ein signifikanter Tag. Die Leute glauben, dass heute alles vorbei ist und dass Trump mit dem Weißen Ross reinkommt und die Welt rettet. Nee, dem wird nicht so sein. Ist leider meine Befürchtung. Wir sind erst am Beginn einer Entwicklung, die wahrscheinlich, sagen wir es jetzt einmal sehr vorsichtig, was das heißt, ich rede zu negativ, die wird sehr anspruchsvoll werden in den nächsten Monaten. Warten wir, was bis zur angesetzten Inauguration passiert. Warten wir, bis dahin passiert. Ich glaube, dass vor allem Deutschland erstens einmal nicht mehr rettbar ist. Das ist leider eine Überzeugung, die ich würde gerne etwas anderes sagen. Und dass zweitens wir erst am Beginn der richtigen Probleme stehen, wo die Leute heute noch gar keine Ahnung haben. Und wir sind froh, dass wir schon 2016 das Unternehmen gegründet haben, Ende 2016 damals waren es 16 Quadratkilometer, nach der Grundbereinigung sind es 14,23 Quadratkilometer gekauft haben, um hier 4.000 bis 6.000 Menschen eine Möglichkeit zu bieten, sich hier zu verwirklichen, hier geistig zu wachsen, hier ihr Leben zu leben in Frieden. Und das haben wir gemacht. Wenn wir gewusst hätten, wie schwer es sein würde, welche Dinge uns in den Weg gelegt würden, nein, wir hätten das Projekt nicht gemacht. Ganz Naja, sicher nicht. weil wir Wir hätten es uns nicht nicht gemacht. zugetraut Wir hätten hätten. es uns nicht zugetraut. Wir haben viele Voraussetzungen ganz anders gesehen. Wir haben vieles richtig gemacht, aber auch vieles haben wir erst dann gesehen, was sich alles entwickelt, wenn man versucht, so ein Projekt zu machen, wo die Menschen in Frieden leben können, egal welche Religion, welche Weltanschauung, egal woher sie kommen, in Frieden leben. Das ist genau das, was die andere Seite nicht haben möchte. Und genau das haben wir gespürt. Ja, ähm, also das sind viele Beweggründe, ein bisschen negative Aussichten natürlich und ich kenne das, ich lebe ja hier auch und kenne das alles, was sich hier entwickelt. Von meiner Seite ist es, ja, ist so ein Abwägen auch, ne? Wenn alle Deutschen Deutschland verlassen, dann haben im Grunde ja diese Kräfte auch gewonnen. Aber ich will das, wollen ja jetzt nicht, das sind verschiedene Ansichten. Für mich ist es eben noch jetzt nicht die Lösung. Aber lass mal zu Peter kommen, weil du ja diese Entscheidung getroffen hast. Und ich denke, da sind ja auch, was da alles auf dich zukommt. Du musst ja jetzt wirklich auch deine Sachen irgendwo, du kannst ja nicht mit einem Umzugswagen jetzt oder mit einem Anhänger jetzt irgendwie dahin fahren, sondern musst dann, ja, wie das alles rüberschaffen. Aber du hast es dir ja überlegt, diesen Schritt zu gehen. Also da muss ja schon auch der Druck sehr groß sein oder die Überzeugung, dass das besser ist, was du dann hast, als was wir hier haben.
Du hast das jetzt ja schon besucht, ne, dieses Projekt. Kannst du ein bisschen mehr davon erzählen, wie das für dich war? Ich meine, aus der Ferne kann man immer sagen, jetzt im Bild da hinten bei Erwin und Silvia sieht man ja die schönen grünen Pflanzen. Hier ist Winter, da denkt man schon, ah, das ist Urlaub, schöne Vegetation. Aber wie ist das, da wirklich zu leben, Peter? Also die Grundlage an sich ist ja schon mal die erste, dass ich eben natürlich ungeimpft bin und auch in der ganzen Zeit gesehen habe, wie hart gegen Ungeimpfte vorgegangen wird. Ich habe das alles gut überstanden, überhaupt kein Problem. Ein bisschen der Baum im Wind schafft einiges auch zu schwierigen Zeiten. Und dennoch sehe ich jetzt die Konsequenzen draußen. Ich sehe, wie die Menschen krank werden. Ich sehe, wie welche Impfnebenwirkungen hier vonstatten gehen, wie viele Menschen sterben, wie viel Krebs es gibt. Und ich wünsche mir einfach ein Leben in einer gesunden und in einer lebenswerten, liebevollen Umgebung. Und das habe ich dort gesehen. Die Frequenz ist alleine schon eine ganz andere. Ich bin aus dem Flieger ausgestanden, ich war so euphorisch und habe dann später festgestellt, dass es an der Energie im Land liegt. Es Mhm. gibt keine Chemtrails dort. Das gesamte Projekt ist bewohnt von Ungeimpften, die natürlich dann auch eine andere energetische Ausstrahlung haben, als wenn ich jetzt hier irgendwo in der Stadt umgeben von Geimpften bin, ist doch ganz klar. Also das ist meine persönliche Wahrnehmung. Dann dachte ich, oh, wie wird denn das sein, wenn ich nach Deutschland zurückkomme? Und genau das ist so interessant. Ich bin aus dem Flieger ausgestiegen und ich dachte, wupp, es kommt wieder so eine graue Glocke, die auf einmal alles deckelt. Und ich dachte, ach, interessant. Man braucht den Menschen ja gar keine Vorwürfe hier zu machen, dass sie rumjammern, wenn sie in dieser schweren energetischen Energie leben müssen. Und dann habe ich mich einfach ganz klar entschieden, dort auch schon, das ist meine Zukunft. Hier kann ich mir das wunderbar vorstellen. Ich habe die Menschen kennengelernt, ich habe so viele Gespräche geführt, so viel Lachen, so viele Umarmungen, so viele Herzlichkeit und so viel Unterstützung auch untereinander wie dort ist einfach genau das, was ich mir vorstelle im Leben, was wir eben heute hier so in der Zeit leider nicht mehr vorfinden. Hinfahren kann man natürlich, es gibt jeden Monat immer eine Infowoche, wo jeder Interessent natürlich herzlich willkommen ist und dort dann auch geführte Touren bekommt, in einem Apartment wohnen kann, um sich alles anzugucken, einfach mal reinzuspüren, wie es dort ist. Da werden die ganzen großen Bio-Anbauflächen gezeigt. Also es wird ja eigenes Biogemüse angebaut, en masse. Es gibt riesige Rinderherden, eine riesengroße Schar an Hühnern, Schweine, Pferde. Also die Versorgung gerade dort mit biologischem, gutem Essen ist immer garantiert. Es gibt ein wunderbares Restaurant, wo es Menüs gibt, wo man jeden Tag auch eben sich sein Essen holen kann. Jeder kann sich selbst versorgen auf seinem eigenen Grundstück, selbst alles anbauen, ohne Chemie. Und das ist einfach genau das, was ich mir vorstelle. Es ist so einfach, kann das Leben sein. Das finde ich dort und ich möchte jeden herzlich gerne einladen, sich einfach ein Bild davon zu machen, hinzukommen. Und dort mal eine Woche mindestens zu verbringen, vielleicht auch einen Monat, das ist alles möglich, um mal zu sehen, wäre das für mich auch eine Möglichkeit für eine gesunde und eine glückliche Zukunft. Okay, lass uns mal, Erwin und Silvia, ein bisschen, weil die Vorstellung jetzt aus der Ferne ist, ich gucke mir das nachher auf der Karte an. Ich fliege ja wahrscheinlich dann irgendwie von Frankfurt oder München oder wie, nach wohin und wie geht's dann weiter? Das ist ja wahrscheinlich nicht direkt am Flughafen, und wie ist da die Infrastruktur? Das heißt, wir sind ja hier gewohnt, ich kann jetzt zu Aldi und Lidl fahren und mich versorgen. Das ist nicht optimal, aber mein Essen selber anbauen ist ja auch nicht jedermanns Sache. Wie ist da so jetzt die Umgebung, die Infrastruktur, wenn ich da ankomme, Erwin? Du fliegst am besten von deinem Flughafen, wo immer der nächste Flughafen ist, nach Madrid und fliegst mit der Air Europe direkt Madrid Asunción, kommst am nächsten Tag am Morgen an. Die Autofahrt ist ungefähr 4 Stunden, je nachdem, welches Tempo und ob du Pause machst, 4 Stunden hierher. Wir haben auch die Möglichkeit für diejenigen, die weiterfliegen wollen. Es gibt Taxidienste mit Cessnas nach Casaba. Casaba ungefähr 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten, je nach Wetter entfernt von der El Parisoverde, hat einen Flugplatz. Der ist groß genug mit einer 1600 Meter langen Landebahn. Also wenn jemand, ein Promi oder sonst irgendjemand oder jemand, der sagt, Zeit ist Geld für mich, kann hier mit einem Flieger weiterfliegen nach Casaba. Ansonsten die Autofahrt. Bezüglich des Ernährungs, ich muss sagen, man muss auch wirklich
wissen, wir sind eine Gemeinschaft, wo vieles im Werden ist. Ja, wir bauen biologisch an, da hat der Peter ganz recht, wir bauen biologisch an, bei uns gibt es keine Chemikalien. Wir sind noch entfernt von uns wirklich komplett selbst zu versorgen, aber wir suchen nach wie vor, und da gibt es in Deutschland viele große Könner auf dem Gebiet der Permakultur, des biologischen Anbaus. Wir suchen nach wie vor Leute, die hierher kommen. Der Platz hat ein ungeheuerliches Potenzial. Alles, was der Peter gesagt hat, ist richtig, wenn man es von der Vision sieht und vom Potenzial. Ja, wir können 4.000 bis 6.000 Leute hier rein theoretisch versorgen. Das Land ist groß genug, um das zu tun. Wir sind noch nicht dort und es fehlen noch die Leute aus Europa, weil die Einheimischen haben diese Ausbildung nicht. Die wissen nicht, Permakultur und biologisch, das ist für die etwas Neues, dass die meisten von ihnen lernen, nicht alle. Und ich glaube, da ist Bedarf. Ja, aber wir haben hier das Wichtigste, worum es im Leben geht. Wir haben saubere Luft. Wir haben sehr sauberes Wasser aus den tiefen Brunnen. Zwischen 100 und 300 Meter tief kommt das Wasser heraus aus dem zweiten Aquifer der Welt. Absolutes Mineralwasser, Qualitätswasser. Wir haben saubere Luft, sauberes Essen und sauberes Wasser. Wie gesagt, wenn man denkt ans Überleben, dann sind die Dinge am wichtigsten. Alles andere ist sekundär. Und deswegen Ja, sind wir gekommen. Deswegen haben wir den Platz sehr sorgfältig gewählt. Auch keine Erdbeben, keine Hurricanes, keine Vulkane. Es gibt so viele schöne Gegenden, keine Tsunamis. Wir haben uns den Platz sehr gut ausgesucht. und es ist ja auch da eine Chance für Leute, die jetzt sagen, ich will da irgendwas aufbauen. Und das kann ja alles Mögliche sein. Ob ich jetzt sage, ich will einen Café aufmachen oder einen Laden mit für alles Mögliche, ne? Was es hier vielleicht jetzt, ne, was hier selbstverständlich ist, dass ich jetzt hier irgendwo einen Elektronikladen habe oder keine Ahnung, dass jemand sagt, pass auf, ich habe Lust irgendwie. Muss ja nicht alles Permakultur sein. Das heißt, es wird ja alles gebraucht, nehme ich mal an, ne? Dass man also auch irgendwas aufbauen könnte da, irgendein Geschäft oder irgendwas, was dazugehört, dass man die Dinge, die man hier vielleicht vermisst, dann auch selber mit reinbringen kann. Handwerker werden sicher gebraucht, oder? Nehme ich an. Das heißt, es werden Leute gebraucht, die hier vielleicht sagen, ja, was mache ich hier noch, die vielleicht was gelernt haben, die was aufbauen wollen. Wenn ich das so raushöre, werden ja gerade so Leute jetzt vielleicht auch wirklich gesucht. Ne? Aber wie ist denn das? Was muss man einbringen? Also es hat ja auch nicht jeder, ich weiß jetzt nicht, wie können wir über Finanzen reden, was würde jetzt es kosten, wenn ich sagen würde, ich würde da gerne hinkommen, ich habe vielleicht so und so viel jetzt zurückgelegt. Können wir darüber reden, was man jetzt einbringen müsste oder was möglich wäre? Ja, die Antwort ist vielschichtig, die kann man nicht so einfach geben. Wir haben ein paar wenige Leute, die sind ohne Geld gekommen und haben sich eine Existenz aufgebaut. Weil richtig ist, mache mal eine Pizzeria in Deutschland, du musst einmal 1 Million investieren, Euro, und dann hast du die ganzen gewerbebehördlichen Auflagen, da hast du die ganzen Schranken, hier mach dir eine Pizzeria aus deiner eigenen Küche. Und wenn die Pizza schmeckt, wenn mehr Leute kommen, du kannst hier wirklich aus deinem eigenen gemieteten oder sonst wie Lokal, kannst du dir hier eine Existenz aufbauen. Die Lebenshaltungskosten sind extrem niedrig. Das heißt, zur Not mit 300 Euro, wenn man die Miete noch dazu rechnet, kann man wahrscheinlich mit ca. 600 Euro eine Einzelperson überleben. Ein Pärchen wahrscheinlich mit 800 bis 900 Euro. Eine Familie, dann hängt es halt immer ab, Schulgeld oder nicht. Aber wir haben Leute, wenige, und das muss man auch dazu sagen. Einer unserer größten Fehler war, wir haben am Anfang den Leuten gesagt, komm, investier hier 100 oder 150.000 und du kannst hier leben und du brauchst nichts mehr arbeiten. War ein Fehler. Jeder muss sich hier einbringen, jeder soll sich hier einbringen, jeder muss sich hier einbringen, in der Art und Weise, wie er kann. Und sei es nur, um gute Laune zu verbreiten, aber irgendwie muss sich jeder einbringen. Und auf der anderen Seite kann man hier sich selbst eine Existenz aufbauen. Ich glaube, wenn man jetzt wirklich zu der Bottomline geht, du brauchst ungefähr 3.000 Euro für die Cedula und die Infowoche. Das sind ungefähr 3.000 Euro. Du brauchst wahrscheinlich das Geld, um dich hier einzumieten für ein halbes Jahr, um zu sehen, ob du dir hier eine Existenz aufbauen kannst. Nehmen wir mal den Fall, jemand ist Elektriker. Ne? Zum Ja. Beispiel, jemand ist Elektriker, hat eine junge Familie und möchte hierher kommen, hat aber wenig Geld. Wir werden ungefähr um die 1.500 Häuser werden wir hier bauen. Also brauchen wir einen Elektriker? Ja, sicher. Und
Das heißt, jemand könnte hierher kommen mit einem geringen Budget von wahrscheinlich um die 15.000 Euro sich mal einmieten auf ein halbes Jahr und innerhalb von einem halben Jahr schauen, dass er hier sich eine Existenz aufbaut, von der man leben kann. Ich sage aber auch gleich, und das ist auch wichtig, die meisten Leute stellen sich das leichter vor, als es ist, und der Großteil scheitert. Das muss man auch so sagen. Da braucht man wirklich einen eisernen Willen, es zu schaffen. Und das Problem, das wir hier sehen, die Leute kommen, haben Vorstellungen, sprechen, was sie alles können, und hier triffst du auf dich selbst. In El Paris Verde ist der Ort der Wahrheit. Und wenn wir heute uns anschauen, welche Leute hier gekommen sind, die gesagt haben, sie können etwas, sind hierher gekommen, konnten es aber dann nicht tun, weil sie es einfach nicht konnten oder weil sie einfach nicht sich selbst so sehr motivieren konnten. Wem geben die dann die Schuld, wenn sie scheitern? Da darfst du dreimal raten. Ja. Peter, du hast ja, wie willst du dir das da aufbauen? Du hast ja verschiedene Sachen hier gemacht, auch handwerklich, aber eben auch viel dich mit Wasser beschäftigt. Ist das etwas, wo du sagst, du hast das ja angeguckt, ne? Ich gehe da hin und kann da auch dann, das ist schon das Wasser, was Erwin zeigt. Ist da etwas, wo du eigentlich auch den Eindruck hast, da kannst du dir wirklich was aufbauen und das läuft dann? Einmieten hast du eben gesagt, also da gibt's dann schon Wohnungen oder Häuser, wo du sagst, die kann ich mieten? Oder wie läuft das, Peter? Sag du mal. Wie läuft's bei dir? Ja, es gibt Apartments, es gibt auch private Apartments von Menschen, die eben noch ein zweites Haus gebaut haben, um dann dort zu vermieten. Jeder kann einen Platz finden, wo er sich wohlfühlt. Das kann weiter draußen sein für Outlaws, die sagen, nee, ich brauche nicht so viele Menschen. Das kann auch direkt zentral sein, in der Nähe vom Supermarkt auch. Also gehfüßig eine Minute weg kann man da zum Beispiel auch wohnen. Da gibt es alle möglichen Konzepte. Die Frage ist erstmal, gucke ich mir das an, mache ich mir erstmal ein eigenes Bild, um dann herauszufinden, was ist denn mein Platz dort, wie will ich denn da leben. Es gibt kleine Grundstücke zu kaufen von 400 Quadratmeter bis hoch zu 2 Hektar, sodass jeder seine individuelle Lebensphilosophie komplett neu gestalten kann. Was wir aber brauchen, sind eben Menschen, die wirklich auch Pioniergeist haben. Wir Mhm. brauchen Menschen, die wirklich anpacken können. Das El Paraíso Verde ist also in meiner Vorstellung und Wahrnehmung auch kein Auffangnetz für Menschen, die einfach eine Gesellschaft suchen, die sie aufhängt. Was wir da finden, sind viele, viele Freunde und Gleichgesinnte und ganz, ganz tolle Menschen. Nur jeder muss schon sein eigenes Konzept mitbringen. Entweder du hast das nötige Geld, um zu sagen, komm, ich kaufe mir jetzt ein Grundstück, lass mir ein Haus bauen und habe meine Rente, zum Beispiel mit 1.000 € Rente, kommt jeder wunderbar klar. Da gibt es gar keine Fragen mehr. Das muss aber auch gewährleistet sein, dass so ein kleines Einkommen oder so eine regelmäßige Einnahmequelle auf jeden Fall immer da ist. Ich persönlich werde weiter Wasser machen. Natürlich, selbstverständlich, jeder braucht gesundes Wasser, das ist keine Frage. Und da auch dann weiter Vorträge halten oder über Zoom eben weltweit Vorträge weiterhalten. Ich werde auch als Berater zur Verfügung stehen fürs El Paraíso Verde, weil ich eben absolut der Meinung bin, dass das Projekt ist, sozusagen die Arche Noah der Ungeimpften, die auf jeden Fall auch Beratungstätigkeiten, also an Interessenten quasi helfen, da Fuß zu fassen oder sich zu orientieren oder was auch immer. Es gibt genug zu tun. Okay. Ich schalte noch mal nach Paraguay, weil ich muss ein bisschen auch kritische Fragen stellen, weil irgendwann kommen die. Ich habe auch schon von Projekten gehört, wo dann wirklich auch ja Leuten was versprochen wurde, was da vorhanden ist und die Leute haben investiert und dann war es doch ganz anders oder Betrugsszenarien. Ich will jetzt hier euch gar nicht da irgendwas unterstellen, aber wir müssen es vielleicht ansprechen, weil ja die Zuschauer jetzt nicht nur irgendwie rosa-rote Brille, dass sie da hinkommen und dann ist alles super, sondern auch wirklich überlegen, das ist ja etwas, wo man auch Schiffbruch erleiden kann, wenn das jetzt da ganz anders ist, als es angeboten wird. Wie ist das, Silvia und Erwin? Vielleicht gibt's ja auch Fälle, die ihr erlebt habt, wo Grundstücke überteuert verkauft werden bei solchen Sachen. Wie kann man bei euch da sicher sein, dass es ordentlich ist? Also auf jeden Fall brauchen die Leute einen gewissen Pioniergeist.
Sie können nicht mit Ihrer deutschen Einstellung kommen und erwarten, hier in Paraguay, nur weil wir hier Deutsch sprechen, ist es genauso wie in Deutschland. Da gibt es eben nicht gleich alles um die Ecke, so wie in Deutschland oder Österreich beim Lidl alles genauso, wie man es sich wünscht. Die Leute brauchen eine gewisse Flexibilität und eine Bereitschaft, ihr Leben zu verändern. Und zwar nicht nur jetzt sich ein schönes Grundstück aussuchen und sich ein Haus planen und sagen, so, und ich lebe so weiter, wie ich es in Deutschland gehabt hatte, sondern auch wirklich bereit sein, sich auf das Land, auf die Menschen hier und auf die anderen Umstände einzulassen. Und ich glaube, das ist der allergrößte Grund, warum Leute scheitern, wenn sie scheitern. Sie kommen mit ihren eigenen Vorstellungen und glauben, jetzt richtet sich die ganze Welt danach, wie sie sich das jetzt vorstellen. Und ja, meiner Meinung nach ist das eigentlich das größte Problem, dass die Leute mit ihren eigenen ideellen Vorstellungen kommen, ohne die Realität zu sehen. Wie siehst du das? Ich sehe das einmal vielschichtig. Wir haben das, erstens einmal muss man verstehen, was eine Vision ist. Eine Vision geht immer von der idealen Szene aus. Die Realität ist immer anders. Und das Ja. ist das Erste, an einem Projekt scheitert. Wir sind das einzige Projekt, das nach 8 Jahren immer noch da ist. Und wir werden auch in den nächsten 80 Jahren und in den nächsten 800 Jahren da sein. Da bin ich jetzt sehr optimistisch. Aber das, was wir hier erlebt haben, das würden wir wahrscheinlich unseren schlimmsten Feinden nicht zumuten. Wir sind hierher gekommen. Das allererste, was wir hatten, war eine Jahrhundertflut. Ein Drittel des ganzen Landes stand unter Wasser. Es war nicht tief, oft nur wenige Zentimeter unter Wasser, aber es stand unter Wasser. Und wir haben zuerst einmal das ganze Projekt umplanen müssen. Wir haben mittlerweile bevor der Damm fertiggestellt wurde, hatten wir noch ein paar Mal Überflutungen. Es wurden niemals Häuser überflutet übrigens. Es wurde einmal eine Garage 1 Zentimeter überflutet. Und zwar war das ein Carport, den man illegalerweise als Wohnung umgebaut hatte, ohne uns Übereinstimmung. Hier wurde niemals ein Haus überflutet. Hier wurden nur Gärten überflutet. Aber seit der Damm fertig ist, hatten wir 8 Fluten. Darunter die höchste aller Zeiten und die schnellste aller Zeiten, also die wildeste aller Zeiten. Der Damm hat gehalten. Wir haben jetzt gerade wieder den Damm nach 7 Jahren wieder an 4 Stellen, relativ kleinen Stellen, haben wir den reparieren müssen. Aber das ist alles unter Kontrolle. Das heißt, das Erste, was kam, waren die Fluten. Das Zweite, was kam, waren die Feuer. Es sind 4 große Feuersbrünste über unser Land gezogen. Nur mit letzter Kraft haben wir damals, wir haben wirklich mit letzter Kraft verhindert, dass die Häuser kaputt gehen, beziehungsweise wertvolle Teile des Grundstücks kaputt gemacht werden. Das haben wir auch überstanden. Darf ich da was einwerfen? Ja, bitte. Da hat sich gezeigt, was eine Gemeinschaft Genau. bedeutet. Da haben alle mitgeholfen, Genau. mit Schaufeln das Feuer zu löschen. Genau. Und das ist das, was wir vorher gemeint haben mit einbringen. Die Ja. Menschen sich nicht einbringen, dann wird es keine Gemeinschaft. Es ist erst dann eine Gemeinschaft, wenn jeder etwas mit einbringt und sich beteiligt und das auch wirklich als seine Gemeinschaft sieht. Dann funktioniert das. Entschuldige, ich wollte nicht Nur das ist unterbrechen. alles gut, das ist alles gut. Also das Feuer, wir sind also durch Wasser, durch Feuer gegangen. Die größte Herausforderung war aber die Korruption. Hier sind wir durch Jahre hindurch, wir waren ja nur die Gründer. Wir haben dieses Projekt niemals gemanagt. Wir haben die Finanzen nicht gemanagt. Wir haben keinen Scheck unterschrieben, keine Überweisung unterschrieben, keinen Vertrag unterschrieben. Wir waren nur die Gründer. Wir waren die 2 Gesichter nach außen, die Vision, wenn du jetzt sagen willst, verkaufen oder kommunizieren, ist vielleicht ein schöneres Wort, die Vision kommunizieren und den Menschen diese Möglichkeit geben. Die bitterste Erfahrung war, dass weltweit leider die Korruption, das weißt du aus deinen eigenen Vorträgen, dass weltweit die Korruption überall ist. Das Böse ist immer und überall, heißt so schön von der allgemeinen Verunsicherung. Und das Böse ist immer und überall. Und überall, wo Geld ist, gibt es Korruption. Und überall, wo Geld ist, werden finanzielle Verbrechen begangen. Und vor einem Jahr, es ist mehr als ein Jahr her, am 17. Oktober 2023, mussten wir, die Gründer, die wir nie eine Checke unterschrieben haben, die wir nie die finanziellen Entscheidungen getroffen haben, auch nicht die Personalentscheidungen, auch nicht letztendlich die täglichen Entscheidungen, mussten wir das Projekt komplett übernehmen, das gesamte Management
mussten wir mit Intelligenz entfernen. Das war nicht so, dass man die einfach rausschmeißt. Das muss man gescheit tun. Wir mussten die Parasiten, die überall waren, mussten wir entfernen, ohne dass der Wirt kaputt geht, ohne dass das Projekt kaputt geht. Wir haben mittlerweile ein Dutzend anderer Projekte gehört von Menschen, die mit uns reden, die Ähnliches erlebt haben. Überall sind die Projekte kaputt gegangen. Das war vor mehr als einem Jahr. Wir haben das Management übernommen. Meine Frau macht die Finanzen, ich mache das Gesamte. Also, und sie macht einen großen Teil des Managements, ich mache den Rest des Managements plus die Rechtsabteilung. Da sind Verträge zu schreiben, ungefähr 3000 Verträge. Ich mache sehr viel an den ganzen Verkauf, den Vertrieb, das Marketing. Wobei ich hier aber bitte schon tolle Hilfe habe von tollen Siedlern. Absolut, ohne die wäre das nicht gegangen. Es wäre auch nicht gegangen ohne die loyalen Paraguayer, die sehr wohl ehrlich sind. Man muss auch sagen, 90% der Paraguayer sind ehrlich, wirklich ehrlich. Das findest du kaum in einem Hotel, wo die Leute 5000 Euro vergessen im Schrank und das bringt dir die Putzfrau. Das haben wir hier mehrfach erlebt. Aber 10% sind eben nicht ehrlich. Und die haben hier Millionen gestohlen. Und wir haben das gemacht, was man tun musste. Wir haben die Leute rausgeschmissen. Wir haben den Laden komplett übernommen, das gesamte Management übernommen. Alles, vor allem die Finanzen sind unter Kontrolle, in dem Fall von der Silvia. Und wir haben seit einem Jahr das ganze Ding umgedreht in die andere Richtung. Aus der Zeit von damals gibt es natürlich Menschen, die unzufrieden sind, klarerweise. Vor allem Menschen, die aussteigen wollen oder aufgrund der Frustrationen, das war ja ein Prozess, wo es immer ersichtlicher wurde, dass hier Korruption herrscht, die aus dem Projekt ausscheiden wollen und natürlich ihre Grundstücke verkaufen müssen. Und da gibt es halt eine nicht nur deutsche Methode, das ist international. Stell dir vor, du hast ein Grundstück gekauft von einem Immobilienentwickler und aus irgendeinem Grund bist du unzufrieden und willst gehen, gehst in das Büro des Immobilienentwicklers und sagst, weißt du was, ich habe mir es anders überlegt, ich will den Vertrag auflösen, ich kündige den Vertrag und am Freitag will ich mein Geld und wenn du mir mein Geld am Freitag nicht zahlst, dann mache ich ein böses Video auf TikTok und gehe auf die sozialen Medien und mache dich schlecht. Das ist ungefähr so, wie die Mafia gesagt hat, wenn du mir nicht Schutzgeld bezahlst, dann schlage ich deine Pizzeria kurz und klein. Und dann machen sie halt noch einen größeren Fehler. Du musst dir vorstellen, es würde niemand würde das verstehen, wenn du dich an einer Pizzeria beteiligst und du dann deine Beteiligung wieder zurückhaben möchtest, dass du dich dann vor die Pizzeria stellst und jedem, der reinkommt, sagt, die Pizza ist aber ordentlich. Ja? Das würde kein normaler Mensch. Hier entsteht der wirkliche Wahnsinn. Wie krank unsere Gesellschaft letztendlich geworden ist, sieht man an dem Verhalten dieser Menschen, Sind dass sie zum Glück nur zum Glück wenige. sind es nur wenige. Du, das sind nicht einmal 10. Wenn du das wirklich anschaust, sind es nicht einmal 10 Menschen, die so agieren. Schaden, darum nenne ich sie auch Kamikaze-Investoren, schaden dem Projekt, aus dem sie Geld haben wollen. Und hier haben wir so richtig gesehen, das ist auch der Grund, warum ich weiß, dass es nie wieder so ein Projekt geben wird. Die Kraft, die es kostet, mit dem soziopathischen Wahnsinn umzugehen, der getriggert wird durch kriminelle Handlungen. Wir haben die übrigens angezeigt. Wir hoffen auf eine Anklage von der ganzen Partie. Da sind Dutzend Leute angezeigt. Ja, und mit allen Dokumenten übrigens, mit 4000 Seiten Dokumenten. Das heißt aber, wenn die Menschen so in eine Extremsituation kommen, nämlich sie wollen aus dem Projekt raus, sehen aber, sie können nur raus, wenn andere Leute ihre Grundstücke kaufen und werden dann plötzlich völlig unlogisch und machen Dinge, die unlogisch sind. Das ist das, was wir erleben mussten. Wir sehen aber etwas, 90% der Siedler sind absolut hinter uns, stehen hinter dem Projekt, sehen, was wir eigentlich wirklich hier bewirken wollten. Und ich würde auch dann gerne noch lesen, wer wir wirklich sind und was unsere Gemeinschaft, wofür sie steht. Und diese 90%, mit denen geht es in einer Kraft nach vorwärts, die super ist. Und mit der Loyalität der Mitarbeiter, auch der paraguayischen, haben wir es geschafft, alle diese Dinge durchzugehen. Und normalerweise überlebt kein Projekt diese Stürme, kein einziges. Du kannst schauen, wo du willst. Wir sind das einzige Projekt mit 240 Menschen, die hier leben, beständig hier leben, mit 14 Quadratkilometer, wo du am Abend spazieren gehen kannst im Sternenhimmel und du brauchst nicht Angst haben, dass da einer über die Rübe haut. Ja? Bist dir absolut sicher, weltweit nehmen die Einbrüche zu, Kriminalität nimmt zu, war logisch, war bei Corona vorauszusehen, ja, dass das passieren wird. Und wir haben hier ein sicheres Land und wir haben ein Land, wo die Menschen absolut in Freiheit leben dürfen.
Und dass das angegriffen wird, wenn wir unser Ziel, wenn wir unsere Vision umsetzen, dann gibt es keinen Krieg mehr, dann gibt es keinen Zwist mehr. So, jetzt musst du noch sagen, was Freiheit für uns bedeutet. Freiheit, das haben wir auch zu spät gesagt. Ursprünglich haben wir gesagt, Freiheit durch Auswandern, war ein Fehler. Weil viele Menschen glauben, Freiheit heißt, ich kann mich benehmen, wie ich will. Ich kann die Sau rauslassen, das ist nicht Freiheit. Hm. Freiheit nach unserer Definition, wir haben zwei Definitionen von Freiheit. Definition 1 ist, totale Freiheit ist totale Verantwortung. Ja. Eine harte Wahrheit. Totale Freiheit ist totale, darum sind wir auch hier, darum sind wir auch geblieben. Weil wir haben die Verantwortung für die Menschen, die hierher gekommen sind. Die sind wegen uns hierher gekommen. Also werden wir hier bleiben, bis alles hier so gemacht wird, wie wir es versprochen haben. Und wer auch hier gehen möchte, das ist eine Minderheit, der wird auch hier gehen können. In Ruhe und in Frieden. Das heißt, Freiheit ist totale Verantwortung. Und das muss man sich einmal, wirklich darüber muss man meditieren, was das bedeutet. Die zweite Definition ist, totale Freiheit ist totale Disziplin. Das ist noch schwerer zu konfrontieren. Totale Freiheit ist totale Disziplin. Und wer damit nicht übereinstimmen kann, wird auch hier nicht glücklich werden. Ja, wir haben eine andere Definition von Freiheit. Und diese Definition, glaube ich, ist für die Menschen, die den Kopf gerade haben und klar denken, wahrscheinlich auch zu verstehen. Man kann es auch anders sagen, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das wäre eigentlich natürlich das Selbstverständliche im Zusammenleben, aber wir sehen ja, dass es nicht überall funktioniert oder sogar in dieser Welt immer weniger so läuft. Aber ihr habt jetzt scheinbar ja schon wirklich große Prüfungen durchgemacht und steht immer noch da. Das ist ja etwas, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht was, wo ihr vor einem Jahr angefangen habt und da kommt noch alles auf euch zu, ne? Denn es kann ja wirklich da alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, von Korruption der Leute, politische Veränderungen oder eben Feuer und Überschwemmung und so weiter, kann ja alles sein, aber ihr habt das alles schon überstanden und damit gezeigt, dass es wirklich ein stabiles Projekt ist. Von daher finde ich es auch interessant, denn ich zögere ja auch immer solche Projekte vorzustellen, weil ich auch schon Sachen erlebt habe, wo dann einfach das gar nicht so war, wie die es dargestellt haben und dann die Enttäuschung von Leuten auch groß ist und ne, also ihr habt da was aufgebaut und Peter, du hast es gesehen. Nochmal, wie ist es, wenn du da ankommst? Also musst dir dann da einen Mietwagen holen am Flughafen oder wie fährst du dann die 4 Stunden da oder wirst du abgeholt oder gibt's da Busse oder Ja, das ist erzähl doch mal ein bisschen. Ja. genau. Es wird sehr, sehr gut vom EPV, also vom El Paraíso Verde, koordiniert. Es gibt eine eigene Fahrerflotte mit eigenen Pickups. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich dann und dann in Asunción ankomme, gebe ich das natürlich vorher bekannt, 1, 2 Tage vorher und werde dann dort am Flughafen auch direkt abgeholt. Ist natürlich ein Taxi, wenn du so willst. Es kostet natürlich auch Geld. Dauert aber auch von Asunción 3,5, wie gesagt, bis 4 Stunden, bis man dann mit dem Auto eben im El Paraíso Verde ankommt. Und sehr entspannt einfach, kann sich in der ganzen Zeit einfach schon mal die Umgebung angucken, sehen, wie die Leute leben, ein Feeling kriegen, auch ja, wie, wie es da aussieht und wie das Klima ist, wie die Tiere gehalten werden. Finde ich auch sehr interessant. Die meisten Tiere laufen da frei. Das heißt, du kannst also auch abends ein bisschen Slalom teilweise um Kühe fahren. Ja, aber eben wirklich relaxed, ganz anderes Leben, ganz andere Einstellung auch der Paraguayos dort zum Leben. Die brauchen nicht viel. Man lebt draußen, man schläft nur drin. Das sind meistens auch kleine Häuschen, die da haben. Worauf ich aber gern nochmal zurückkommen wollte zu deiner Frage mit den Betrügereien. Und zwar habe ich mich ja mit vielen Leuten unterhalten, die im El Paraíso Verde leben und viele Geschichten gehört, was eben draußen alles so passiert. Es ist also oft auch vorgekommen, dass Menschen nach Paraguay ausgewandert sind, irgendwohin, da dann Versprechungen bekommen haben, ja, du kannst hier ein Haus bauen auf dem Grundstück, kannst dein Ding machen, kannst dir Plantage anbauen, was auch immer. Und dann eben teilweise fingierte Verträge vorgezeigt werden, die dann am Ende aber nicht bedeuten, dass einem selbst das Haus gehört. Das heißt, da haben sich also viele Menschen Häuser gebaut und ein halbes Jahr später taucht dann auf einmal die Behörde auf und sagt, sorry, du hast keine Genehmigung, hier ein Haus zu bauen, das darfst du jetzt gleich wieder abreißen. Und das sind eben solche Betrugsfälle, die eben in Paraguay oft draußen irgendwo
vorkommen, stattfinden. Und das ist im EPV eben komplett anders. Denn jeder, der ein Grundstück im El Paraíso Verde kauft, bekommt einen offiziellen Titel von der Landesregierung. Das heißt, jeder hat auch wirklich das Dokument in der Hand, was bescheinigt, das ist mein Land, das ist mein Grund, das ist mein Haus. Und damit habe ich die Sicherheit, dass eben meine Investition, mein Leben dort gesichert ist. Gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Das war eigentlich meine Frage, weil solche Fälle habe ich eben auch gehört, ne? Und ich will einfach natürlich jetzt auch den Zuschauern jetzt nicht irgendwie, ich will keine Werbung machen für etwas, was nachher in die Hose geht und ich bin dafür verantwortlich, ne? Und ihr wollt es auch nicht. Also ich merke ja schon auch, dass da sehr vieles schon ja durchs Feuer gegangen ist im Wortsinne, ne? Dass ihr im Grunde all das durch habt und diese Sachen, wo es schief gehen kann, wo man als Novize sozusagen, der da neu anfängt, noch gar nicht drauf kommt, aber ne, dann nachher doch merkt, es läuft nicht so. Also das ist ganz gut, dass du es so erklärt hast und vielleicht könnt ihr, Silvia und Erwin, auch noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen, dass es jetzt wirklich eben etabliert ist und dass es auch nicht jetzt irgendwie kaputt gemacht werden kann auf irgendeine Weise, auch wenn vielleicht vereinzelt jetzt jemand wieder quertreibt. Das ist ja ziemlich stabil, wenn ich das so richtig verstehe. Die Gemeinschaft da und was da schon vorhanden ist, ist nichts, was jetzt irgendwie zwei, drei Häuser hat und wenn Überschwemmung kommt, dann ist das alles weg und ja, Pustekuchen. Es ist ja mehr da. Es ist ja schon ein großes Projekt. Wir zeigen auch Bilder, ihr blendet das dann ein und auch die Karte vielleicht mal, dass man mal zeigt, wie das von oben vom Satelliten aus aussieht. Ich habe es ja ein bisschen angeguckt, Peter, ne, du weißt es, dass ich gesagt habe, ich will das sehen, wie das da ist, auch wie die Entfernung, ne, wo wir da überhaupt sind auf dem Globus. Und da ist also schon etwas Großes entstanden, wo man sagen kann, das ist etabliert. Da passiert jetzt nicht mehr so, dass das alles jetzt irgendwie Humbug ist und ich komme da an und Geld ist weg und bla bla. Aber wie gesagt, ihr habt ja das alles auch erlebt, ne, Erwin? So, es ist einmal ganz wichtig, wir haben schon weit über 100 Häuser gebaut. Wir haben derzeit ungefähr um die 30 Baustellen und jeder, der ein Haus hier bauen will, bekommt sein Haus. Dadurch, dass wir Titel haben, wir haben seit neuestem, also wir haben 1711 Titel, 1711 Grundstücke mit Titel, ja, Mhm. und circa 1100 gekauft werden können. Der Rest ist schon verkauft. Und nach den letzten Plankorrekturen, nach dem letzten Projekt, das wir gemacht haben, sind es dann 1725 Titel. Also auch diese Zahl wird es dann in einem halben Jahr mal geben. Und das heißt, wer jemand kauft aus Deutschland ein Grundstück, kann aber noch nicht herkommen. Das ist möglich. Ich kann sogar den Titel für eine Person, die im Ausland lebt, eintragen. Und die Person ist im paraguayischen Register, das ist im Internet aufzurufen. Das heißt, er kann aus Internet gehen zur Government-Website, dort ins Kataster gehen und er findet seinen Namen in dem Grundstück, genau mit der Kadasternummer, mit den Quadratmetern auf 4 Kommastellen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, gehen wir mal zu einem politischen Szenario weltweit, es ist vielleicht wirklich Zeit, sich einen Plan B zu machen. Und das Problem, das du hast bei einem Plan B ist, erstens einmal, du kaufst ein Grundstück, das dir dann nicht gehört. Das haben wir nicht nur in Paraguay, das haben wir weltweit. Ja, das habe Mhm. ich in Spanien erlebt vor vielen Jahren und in Südamerika gang und gäbe. Gang und Ja. gäbe. Hier sind die Titel 100 Jahre zurückverfolgbar, lückenlos und die Titel sind im paraguayischen Kataster eingetragen. Das heißt, so gesehen, das Schicksal des Projekts ist vom Schicksal des Grundstücks unabhängig. Du kaufst hier ein Grundstück. Das heißt, erstens einmal, dein Grundstück du hast einen Titel, das ist ein Grundstück. Das kannst du von Deutschland aus kaufen. Das Zweite, du kannst sogar von Deutschland aus sagen, bitte baut mir mal ein Haus hin. Wir haben von 3D-gedruckten Häusern, wir sind auch die einzigen, die in Südamerika einen 3D-Drucker haben, bis zu Luxusvillen, alles gebaut, ohne dass die Bauherren hier waren. Bis zu Luxusvillen, 400 Quadratmeter Luxusvillen gebaut, ohne dass die Bauherren hier waren. Das heißt, wir können jedes Bauwerk herstellen, jedes Bauwerk. Die Bezahlung dieser Baukosten erfolgt in Etappen. Das ist neu, das war früher nicht so. Direkt an den Baumeister. Der Baumeister kriegt das Geld, macht einen Bauabschnitt, dokumentiert den, schickt das nächste Geld.
Der Bauabschnitt muss schon im Vorhinein bezahlt werden, dem Geld nachrennen, international geht nicht, aber es wird in Abschnitten bezahlt an den Baumeister direkt. Also auch wieder unabhängig vom Projektbetreiber. Wir zwei sind die Projektbetreiber, jetzt auch die Manager des Projekts seit über einem Jahr. Und wir werden das Projekt so realisieren, wie es im Plan ist. Du kannst es ja schon vom Weltall aus sehen. Das Projekt ist ja schon zu einem großen Teil verwirklicht. Mehr als 100 Kilometer Straßen sind gebaut, 12 Seen sind gebuddelt. Also es ist schon vieles gemacht worden. Aber wir realisieren das genauso, wie es im Plan steht. Aber dein Kauf eines Grundstücks ist unabhängig von uns beiden, unabhängig von unserer Entwicklungsgesellschaft, unabhängig vom Projektbetreiber. Du kaufst dir ein Grundstück in einer Barrio Cerrado, in einer Gated Community. Und das ist keine 15-Minuten-City. Eine Gated Community ist, das kennt man seit über 100 Jahren im angloamerikanischen Raum, Ja. einfach eine Community. Du musst dich anmelden. Ja, wir schauen jeden an, der hereinkommt, weil ich möchte hier, wenn ich mein Geldbörsel im Bambambo im Kaffeehaus vergesse, möchte ich es auch wieder finden, und zwar mit dem Geld drinnen. Wir haben eine Schule, wir haben eine Bibliothek, wir haben einen Speisesaal, also ein Restaurant, wir haben einen Kindergarten, wir haben ein Café, wir haben eben 12 Seen, da kann man Boot fahren. Der Witz, warum wir das gemacht haben, war, was ist, wenn wieder so eine Pandemie-komische Geschichte kommt? Du kannst hier leben, ohne raus zu müssen. Ich selbst war während Covid in den 2 Jahren, war ich 4-mal außerhalb vom El Pariso Verde. Nur weil ich musste. Du hast keinen Grund. Du brauchst nicht rausgehen. Und einen Lebensraum zu bilden für geistig aufgewachte Menschen, das ist etwas, was es nirgendwo anders gibt. Und alles andere, du kannst dir vorstellen, dass so etwas attackiert wird. Natürlich, du kannst dir vorstellen, dass man da was dagegen hat. Aber auf der anderen Seite sind wir so stark. Wir haben gezeigt, dass wir das tun, was wir sagen, und dass wir das auch tun, egal was passiert. Wir tun das, was wir sagen. Der einzelne Investor hat sein Grundstück hier. Aber viel wichtiger ist es, dass wir, bevor wir jetzt Leute einladen, auch sagen, wenn wir nicht haben wollen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dazu möchte ich aus dem Kondominiumreglement etwas vorlesen. Ein Kondominium hat ein Reglement, wenn du willst, eine Hausordnung. Und wir haben Lebensprinzipien, über die können wir noch gesondert reden, die sind am Internet. Unsere Lebensprinzipien sind das, wofür wir stehen. Und wenn ich einfach aus dem Reglamento vorlesen darf, dann weißt du auch, wen wir wollen und wen wir nicht wollen. Das Condominium El Pariso Verde ist eine Gemeinschaft, in welcher jeder Bewohner das Recht auf seinen individuellen Weg, seines geistigen Wachstums und seiner persönlichen Evolution hat. Ausgenommen sind Menschen, die Satan oder Luzifer in welcher Form auch immer anbeten, und Menschen, die schwarzmagische Praktiken üben, wie zum Beispiel Voodoo oder Macumba. Daher ist die Gemeinschaft offen für Menschen aller Rassen, Nationen, Weltanschauungen, Religionen, Glaubensrichtungen, mit Ausnahme von solchen Religionen und Weltanschauungen, deren Mitglieder sich als über anderen Menschen stehend betrachten oder die sich als Mitglieder einer einzig wahren Religion oder Weltanschauung sehen. Wir sind der Überzeugung, dass geistiges Wachstum und Wissenschaft nur in einem Klima des Dissens existieren kann. Daher lehnen wir jede Dogmatisierung oder Missionierung in unserem Kondominium strikt ab. Jeder Bewohner hat die Freiheit, sein Leben so zu leben, dass er sich zu seinem höchsten Selbst entwickeln darf. Die Grenze für diese Entwicklung sind dort, wo die Handlung eines Bewohners einen nicht gewünschten Einfluss auf andere Bewohner oder die Gemeinschaft bewirken. Was du nicht wünschst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Die Gemeinschaft strebt Autarkie an. Die Menschen in unserer Gemeinschaft leben nach dem Prinzip der Vernunft und des Naturrechts. Das klingt alles wunderbar und wirklich spricht mir aus dem Herzen, möchte ich wirklich sagen. Eigentlich sucht man, ja, würde man sich wünschen, dass diese Regeln für die ganze Welt gelten. Das wäre eine bessere Welt auf alle Fälle. Lass mich aber noch mal so ganz zurückkommen, so auf das,
was man denkt, was hier so selbstverständlich ist, ne? Ich weiß es nicht eben, aber ich sehe ja zum Beispiel, ihr habt Internet, also es ist stabil. Das ist ja was, wo ich jetzt heute sagen würde, wenn es da kein Internet gäbe, wäre es auch blöd jetzt für mich, ne? Weil ich arbeite natürlich auch und wir verbinden uns darüber mit der ganzen Welt. Dann Feuerwehr und Rettungswagen und sowas, was hier selbstverständlich ist, dass hier im Notfall dann auch solche Sachen geregelt sind. Könnt ihr da kurz drauf eingehen? Also was da alles vorhanden ist, dass ich jetzt nicht denken muss, ja, im Notfall verrecke ich da oder wenn es Feuer brennt, kommt keiner. Aber ihr habt schon gesagt, löscht ihr da selber mit Eimern oder gibt's da sowas wie Feuerwehr oder Rettungsdienst? Wir haben einen großen Feuerwehrwagen Aus Deutschland? aus Deutschland. Die Freiwillige Feuerwehr, die darf sich noch gründen aus den Siedlern. Ja. Aber die wissen, wie das Ding funktioniert. Mit dem Rettungsauto? Wir haben ein Rettungsauto. Wir haben natürlich damals mit Schaufeln gelöscht, weil damals gab es kein Feuerwehrauto. Das war ganz am Anfang. Aber ja, eigentlich sind die Grundbedürfnisse sind gedeckt. Wir haben einen Arzt und glaube ich ab morgen dann wieder weitere Ärzte, die kommen aus Dänemark, aus Kanada. Das heißt, medizinische Versorgung. Wir haben einen Heilpraktiker aus Deutschland mit 35 Jahren Erfahrung. Das heißt, die medizinische Versorgung ist dem Land entsprechend ausgezeichnet. Wahrscheinlich ist es besser, wenn man in Köln lebt, da hat man mehr Kliniken in der Nähe, aber in Cassapa gibt es eine Privatklinik. Und in Villarica, das ist ca. 60, 70 Kilometer entfernt, gibt es mehrere Kliniken, auch eine Universitätsklinik. Villarica ist ja die Universitätsstadt. Also man ist nicht hier abgeschnitten, auch von einer Gesundheitsversorgung. Allerdings darf man nicht erwarten, dass man die Gesundheitsversorgung hat, die man in einer Großstadt hat. Also ich denke ja bei den Leuten, die jetzt auswandern, die sind ja vielleicht auch schon ein bisschen woanders auf dem Sektor, Eigenverantwortung für die Gesundheit zu übernehmen. Ne? Die Menschen hier gehen natürlich davon aus, dass sie nachher eine Chefarztbehandlung schon haben und eine Versicherung, Pflegeversicherung und so weiter. Ich bin ja jemand, der sagt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal beim Arzt war. Wenn ich was habe, gucke ich, wer hat da Erfahrung mit und weiß natürlich viel neue Medizin, Dr. Hamer und viele andere der Homöopathie und Akupunktur und es gibt dann immer irgendjemand, der kann mir was dazu sagen. Das heißt, es ist für mich auch selbstverständlich, dass ich da jetzt nicht erwarte, dass da jetzt ne, diese Infrastruktur ist, wie man sie hier denkt, weil es ist ja Eigenverantwortung, ne, das wird da erwartet und dann kann das gut funktionieren. Aber das war gut, das nochmal klarzustellen. Ihr habt einen Feuerwehrwagen und Internet ist vorhanden. Strom wird wahrscheinlich auch stabil sein oder es gibt ja Länder, wo dann mal ein paar Stunden der Strom weg ist. Ist das stabil bei euch? An sich ja, also wie wir gekommen sind, war das Stromnetz noch viel unsicherer. Aber wenn große Gewitter kommen, landweit, kann schon ein Stromausfall sein. Also wenn jemand ein stabiles Stromnetz braucht, ist es ganz gut, sich einen Generator aufs Grundstück zu stellen, damit man sicher Strom hat. Aber sonst, in den letzten Jahren ist das wesentlich besser geworden. Am Anfang war es wirklich jeden Sonntag hatten wir für 2, 3 Stunden keinen Strom, weil die an der Stromleitung gearbeitet haben. Aber jetzt ist es eigentlich super. Nur wenn große Stürme sind, da kann schon einmal der Strom ausfallen. Also es ist keine 100%ige Sicherheit, aber ich würde sagen, eine 99,5%ige Sicherheit ist auf alle Fälle gegeben. Wir haben 2 Glasfaserleitungen in El Pariso Verde aus verschiedenen Richtungen und eine Funkleitung, weil wir haben viele Siedler, die übers Internet ihr Geld verdienen, sehr viele, und das ist uns sehr wichtig. Aber das Wichtigste ist, sie sind sicher hier, ihre Bude wird nicht ausgeräumt. Das ist einmal ganz wichtig überhaupt, wenn man bitte in Wien sind auch im Sommer die ganzen Villen ausgeraubt worden. Ja, das war schon 20 Jahren so. Also das ist auch kein Unterschied. Aber hier weiß ich, das, was ich hier zurücklasse, habe ich wieder. Und das ist ganz wichtig. Wenn du nämlich heute einen Plan B-Haus zum Beispiel baust oder wenn du nur irgendwo in Südamerika dein Haus verlässt und du hast niemanden, der auf das Haus aufpasst. Nach einem Tag ist eingebrochen, nach 3 Tagen fehlt so ziemlich alles. Und weißt du, was nach 4 Monaten übrig ist? Die Fußbodenplatte. Das ist nicht nur einem Deutschen passiert. Das heißt,
Wir haben hier ein Kondominium, es steht alles noch an demselben Ort, wie es ist. Und unsere Mitbewohner sperren die Häuser nicht zu. Wir raten ihnen zwar, die Häuser und die Autos zuzusperren, machen sie aber nicht. Das heißt, wir einen Platz, wo die Kinder mit 5 Jahren mit der Geldbörse der Mutter zum Bäcker gehen, einkaufen. Diesen Platz, der fehlt mir jetzt schon seit über 60 Jahren. Ich werde 70 in den nächsten Tagen, ja. Das fehlt mir. Ich war ein 4, 5 Jahre alter Knirps und bin mit der Geldbörse der Mutter, bin ich Essen kaufen gegangen und sogar Zigaretten hat man mir gegeben, weil meine Mutter hat geraucht. Und dann Ja, sieht man Knirpse hier im El Pariso Verde auf einer Bank stehend beim Bäckereicontainer, wie sie einkaufen für die Eltern. Ich hatte Tränen in den Augen, weil das ist die Welt, die es nicht mehr gibt, wo Kinder in der Schule noch wirklich lernen dürfen, wo sie kritisch hinterfragen dürfen, wo sie lernen, auch einen Baum zu pflanzen, sich handwerklich zu betätigen und das zu lernen, was im Leben ist. Aber wie gesagt, und das ist ganz wichtig, vieles ist noch nicht so, wie es sein soll. Aber das Potenzial ist da. Wir haben einen Rahmen geschaffen. Wir zwei werden jetzt in den nächsten 1 bis 3 Jahren, vielleicht geht es in einem Jahr, vielleicht dauert es länger, werden wir die Agenda des Kondominiums auf ein gewähltes Gremium, ja, also auf gewählte Organe des Kondominiums übertragen. Das heißt, das Kondominium wird sich komplett selbst verwalten. Und wer hier in einer Gemeinschaft mitbestimmen möchte oder mitgestalten möchte, der ist jetzt eingeladen, hierher zu kommen, nicht dominieren und nicht den Ton angeben und nicht die Leute missionieren, aber hier wirklich beitragen. Das Wort bei ist wichtig. Wir zwei, wir haben unseren Job getan. Wir haben etwas getan, was kein Mensch aushält. Das würde auch kein Mensch aushalten. Und wäre unsere Liebe nicht da zu den Menschen und unsere Liebe miteinander, füreinander, wir hätten das nicht ausgehalten. Haben das getan, was normalerweise, so weit kommt es nie. Und warum ist das so wichtig? Warum ist diese Gemeinschaft so wichtig? Unsere Botschaft ist, wenn wir El Pariso Verde erfolgreich umsetzen, dann gibt es keinen Grund mehr für Krieg, keinen Grund mehr für Zwietracht, keinen Grund mehr, um alles diese Dinge, die wir auf der Welt nicht haben wollen, zu haben. Dann würde diese Information ins morphogenetische Feld gehen und es würden andere Menschen ohne die Fehler, die wir zweifelsohne gemacht haben, ohne unsere Fehler, ohne die Dinge, die wir durchmachen mussten, würden aus unserem Beispiel lernen, unseren Kondominiumvertrag zum Beispiel übernehmen, unsere Lebensprinzipien übernehmen und von Anfang an gleich schauen, dass man niemandem das Management anvertrauen kann. Das darfst du nicht machen. Das war eine bittere Lektion, eine sehr teure Lektion. Und die würden ohne unsere Fehler wahrscheinlich viel leichter solche Gemeinschaften gründen, vielleicht größere, kleinere. Und es würden, und das wäre unser Herzenswunsch, dass es tausende kleine El Pariso Verdes gibt. Ich brauche kein Urheberrecht, nein, das kann alles, soll kopiert werden, weil das würde die Welt verändern. Und davor haben viele Leute, viele dunkle Kräfte auch Angst, dass wenn dieses Beispiel Schule macht, dass es die ganze Welt von innen heraus aushebelt und wir buchstäblich einmal so weit sind, aha, es gibt Krieg, aber keiner geht hin. das klingt wunderbar. Lass mich noch mal zwei, drei Fragen. Einmal Schulsystem. Wie ist das mit den Schulen? Sind das deutsche Schulen? Und da wird es ja jetzt nicht Klassen geben wie bei uns. Alles, wenn ihr 240 oder was Leute da seid, wird es ja noch nicht alles geben. Aber ein bisschen darüber auch so, ja, wir wissen ja auch, wo hier die Probleme unseres Schulsystems sind. Und ich bin ja ein großer Verfechter von Freilernen oder Homeschooling. Wie ist das da bei euch? Und dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen die politische Situation. Also ihr werdet da auch von der Politik nicht, dass die irgendwann sagen, Paraguay sagt jetzt, Mensch, hier bilden sich jetzt hier so ein deutsches Kolonie, da müssen wir was unternehmen. Habt ihr das Gefühl, dass ihr da in Ruhe gelassen werdet oder wie ist das? Ich fange mal mit der Ja. Schule an. Wir haben eine Familie, die macht die Schule in Eigenregie. Sie ist Lehrerin. Das Ganze ist Waldorf angelehnt. Sie ist keine Waldorfschule, aber es ist Waldorf angelehnt. Also die Kinder gehen gerne, die Kinder, die dorthin gehen, gehen gerne. Wir haben aber auch Kinder, die draußen in die Schule gehen, in eine paraguayische Schule. Hier in der Nähe gibt es mindestens zwei. Also ich weiß nein, es muss mehr geben. Es gibt mehr. Es gibt mehr Schulen in der Nähe und da gehen auch einige Kinder hin. Das sind die Kinder, wo die Eltern sagen, nein, die Kinder sollen zuerst einmal gut Spanisch lernen, was ja durchaus legitim ist. Und
die fühlen sich dort auch wohl. Also wir haben einige Kinder, die draußen gehen, wir haben einige Kinder, die herinnen gehen in unserer Schule und die sich auch hier wohlfühlen. Und ich glaube, ich habe gehört, es könnte im Gespräch sein, auch eine englischsprachige Schule zu gründen, aber das ist außerhalb unseres Bereiches. Also das machen sicher nicht wir. Da müssen sich ein paar Siedler zusammenfinden und das dann in Eigenregie auch selbst organisieren und machen. Und auf das freue ich mich schon, weil ich sicher bin, dass wenn wir eine internationale Gemeinschaft werden wollen, ist das oder sein wollen, sind wir ja, ist es auch notwendig, englischsprachige Schule zu haben. Hm. Und auch in der deutschsprachigen Schule, die wir jetzt haben, sind Kinder, die Englisch sprechen und es wird auch Spanisch unterrichtet, es wird auch Englisch unterrichtet. Und natürlich ist es nicht so wie eine Schule in Europa, wo 30 Kinder oder 20 Kinder in einer Klasse sind, sind viel kleinere Klassen und teilweise sind dann auch die Altersgruppen zusammengelegt. Aber die Kinder lernen und sie fühlen sich wohl. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass es hier nicht und ich kann nur von unserer Schule sprechen, nicht der Zwang aufgebaut wird, der im Generellen in Deutschland, Österreich, in Europa in einer Schule vorherrscht. Genau. Das ist bei uns nicht. Der größte Segen für die Kinder, wenn ich heute wieder Kinder in die Welt setzen würde, das Wichtigste, was sie lernen sollten, sind Sprachen. Weil sprichst du eine Sprache, bist du arbeitslos. Sprichst du 2 Sprachen, hast du wahrscheinlich einen Job. Sprichst du 3 Sprachen gut, kannst du den Job aussuchen in dem Berufsfeld, wo du gerne arbeiten möchtest. Hier lernen die Kinder Deutsch, Englisch und Spanisch. Ob sie dann noch Guarani lernen, ihre Sache. Minimum, ja, die 3 Sprachen lernen sind, wenn man diese 3 Sprachen spricht, gut spricht, dann kann man, egal was man im Leben lernen will, alles andere Wissen ist doch unnötig. Wozu braucht man heute noch eine Hochschule? Alles ist auf dem Internet. Man kann heute, das hat sogar die Universität Oxford gesagt, in 4 Monaten über Internet und Bücher kannst du so viel Wissen dir aneignen, dass du als Experte giltst. In 4 Monaten, also wozu studieren? Ja, ja. Ich habe ja Leute gehabt, die also quasi die Kinder nicht zur Schule gebracht haben und die haben beide nachher Abitur gemacht, indem sie das innerhalb von ganz kurzer Zeit den Lernstoff dann sich angeeignet haben. Das heißt, es geht. Und ich bin ja, das ist mir ja auch ganz klar, dass das Schulsystem hier nicht förderlich ist, sondern mehr auswendig lernen und nicht mehr selbstständig denken. Ich denke, das macht ihr da besser. Peter, du wolltest da dich auch zu äußern, oder? So, ich habe einfach dort freie und glückliche Kinder erlebt. Ja. Es sind viele Familien da mit allen möglichen Altersgruppen. Es sind viele Kleinkinder, Jugendliche, 15-, 16-Jährige, 20-Jährige. Alle Altersgruppen sind da. Und Und nochmal die Frage zur politischen Lage. Also ihr habt da nicht das Gefühl, dass irgendwann die Regierung kommt und sagt, oh, jetzt hier müssen wir mal irgendwie einen Riegel vorschieben. Wie ist denn die politische, ich habe ja gar keine Vorstellung. Bei uns merkt man ja, es wird alles reglementiert und ich muss irgendwann eine Wärmepumpe vielleicht einbauen oder den Kamin zumauern, weil das alles nicht mehr erlaubt wird. Wie ist das bei euch? Ist das, ich hoffe, lockerer in Paraguay? Paraguay sind Guarani und Guarani heißt Krieger. Das heißt, sie sind sehr auf ihre Freiheit bedacht. Wenn man den Paraguayern irgendwie die Freiheit beschneidet, dann sind sie sehr schnell auf der Straße, dann protestieren sie sehr schnell. Das heißt, das lässt sich nicht kontrollieren. Das Zweite ist, dass die Regierung leidet unter chronischem Geldmangel. Um Dinge zu reglementieren, braucht man viel Geld. Das geht auch nicht. Das Dritte ist, die Paraguay hat historisch seit dem Beginn dieses Staates, eigentlich viel früher, seit 400 Jahren, seit über 400 Jahren, als man die christlichen Missionierungen hier hatte, hat man immer die Fremden geschätzt. Deswegen sind wir auch nach Paraguay gegangen, weil dieses Land immer gewusst hat, dass sie ohne die Fremden nicht weiterkommen. Ohne die Fremden ihnen Dinge lehren. Schon im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert schon, gab es hier Symphonieorchester mit selbstgebauten Instrumenten auf internationalem Niveau. Paraguay hatte das beste Eisenbahnnetz, reich wie ein Paraguayer. Das war das 18., 19. Jahrhundert. Paraguay bis zum Tripelallianzkrieg. Aber durch alle Zeiten hindurch, inklusive der sogenannten Diktaturen, wie zum Beispiel Stroessner, die anderen sind uns nicht mehr bekannt, wurden die Fremden immer geachtet, nie verfolgt, nie diskriminiert. Die Fremden wurden immer angesehen als, ihr seid eigentlich das Wichtigste, wenn wir als Volk weiterkommen. Ihr sollt euch mit den Einheimischen vermischen, damit wir mehr von eurem
Geist, von eurer Tätigkeit, von eurer Produktivität, von eurem Unternehmergeist bekommen. Also das heißt, wir haben hier in dem Volk tief verwurzelte Akzeptanz des Ausländers, was du nicht in allen Ländern der Welt hast. Dann geh mal nach Ungarn oder nach Asien, hast du das nicht. Und deswegen sind wir auch hier. Mit anderen Worten, ja, wir sind hier sicher. Ob die Siedler einmal beschließen, eine Kolonie zu werden oder nicht, das steht in den Sternen. Vielleicht einmal. Wir haben unseren Job hier so weit erfüllt, dass wir dieses Werk, das wir geschaffen haben, an die Siedler übergeben und die sich als Kondominium selbst verwalten dürfen und sollen, ohne uns. Wir werden auch dann nicht kandidieren. Das heißt, wenn diese Siedlerverwaltung funktioniert und im Sinne unserer Lebensprinzipien und des Reglements weitergearbeitet wird, dann wären wir eigentlich die nächste Kolonie, dann wäre das eigentlich ein logischer Weg, in die Kolonie zu gehen. Aber wie gesagt, das ist nicht mehr unsere Aufgabe. Da brauchen wir jetzt engagierte Familien, vor allem Familien, die mit ihren Kindern kommen und sagen, ich unterrichte meine Kinder selbst, ich will, dass meine Kinder hier lernen, ein Haus zu bauen. Baut doch das Haus gemeinsam, einen Garten zu pflanzen, diese Dinge. Also wirklich, die Kinder sollen lernen fürs Leben und nicht diese Dinge, die man derzeit in den Schulen lernt, die ich hier nicht auf diesem Medium mehr kommentieren möchte. Ja, ich danke euch für diese wirklich schönen Einblicke. Es ist wirklich, spricht mein Herz an, obwohl ich jetzt nicht sage, dass ich zu euch komme, aber vielleicht irgendwann auch. Und zumindest wenn irgendwie, dann würde ich mich freuen, dass so eine Gemeinschaft zu finden, wo eben schon sehr viel vorhanden ist, auch dieser Spirit, dieser Geist dahinter stimmt. Und es sieht wunderschön aus. Also es ist ja für die Zuschauer, die jetzt auch das Gefühl haben, langsam kann man es hier nicht mehr aushalten. Ich halte es hier noch aus, mal sehen, wie lange noch. Aber ihr habt wirklich da was aufgebaut, Respekt dafür. Und ich war ja ein bisschen skeptisch, weil ich eben auch die Negativbeispiele auch schon vieles gehört habe, was es da alles gibt, ne, wo Leute Geld ausgegeben haben und dann war alles weg oder was auch immer. Ihr habt das gut dargestellt und glaubwürdig, dass das bei euch alles schon durch ist, diese Feuerprobe und all diese Dinge, die vielleicht sonst noch, wo man Sorgen haben müsste, dass das auf einen zukommt, das habt ihr alles schon erlebt. Von daher klingt das sehr gut. Wie kann man mehr erfahren? Ihr habt gesagt, gibt es eine Webseite von dem Projekt? Ja, es ist ein Link eingeblendet, wo man uns kontaktieren kann. Ich glaube, wenn ihr noch den Link kriegt, den ihr in der Anlage habt, unsere Webseite pariserverde.com kennt man und es gibt Links, wo speziell dann auch Leute den Link beantworten, die euch auch gleich eure Fragen beantworten können, die auch weiterleiten. Also klickt auf die jeweiligen Links, die ihr unten in der Beschreibung oder im Video habt. Dort sind Leute, die das E-Mail oder die Kontaktaufnahme bekommen und diese Leute können auch die Fragen beantworten, wie ihr am besten hierher kommt. Vielen, vielen Dank. Und Peter, du, ich weiß nicht, noch einen Monat oder so hier, bist du schon aufgeregt und freust dich und du wirst wahrscheinlich dann irgendwann werden wir nochmal wieder irgendwie eine Sendung machen, wo du dann auch schon da drüben bist und erzählen kannst, wie es dir da ergangen ist. Freust du dich? Ich denke schon, ja? Natürlich. Okay. Also vielen Dank für die Vorstellung eures Projekts und irgendwann machen wir mal wieder was, ne? Also, danke. Bis bald. Ciao.